Wir begeben uns heute auf eine kulinarische Reise nach Korea. Dabei entdecken wir Dakdoritang. Dieser süßlich scharfe Hühnereintopf ist genau das Richtige, wenn die Tage wieder länger werden. Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Was uns an diesem Rezept so gut gefallen hat, ist, dass es fast genauso aussieht wie Chicken Curry, aber ganz anders schmeckt und noch simpler nachzukochen ist. Ihr werdet es gleich selbst sehen. Perfekt für Einsteiger in die koreanische Küche. Das Gericht lässt sich gut in großen Portionen kochen und ist damit recht familienfreundlich, sofern alle scharfes Essen mögen. Der Name bedeutet ungefähr so viel wie Hühnereintopf und das Gericht ist in Korea ein echtes Staple Food mit regionalen Unterschieden. Uns hat es optisch an ein Chicken Curry erinnert, deshalb wollten wir es unbedingt mal für euch ausprobieren. Das Gemüse schwitzt sich ein bisschen an, das schmeckt mir persönlich besser. Leider habe ich es bis jetzt noch nicht nach Korea geschafft und das, obwohl ich seit fast 30 Jahren Taekwondo mache. Aber Korea ist ganz weit oben auf der Reiseliste. Bis dahin kann ich mich ja ein bisschen mit der Küche beschäftigen. War von euch schon mal jemand in Korea oder ist von euch vielleicht jemand sogar ein Taekwondoka oder generell Kampfkünstler? Schreibt es uns in die Kommentare. Sobald eure Kartoffeln und Karotten von allen Seiten schön glänzen und ganz leicht anfangen Farbe anzunehmen, könnt ihr sie aus dem Topf entfernen. Wir haben die Zubereitung ein wenig von der traditionellen Kochweise abgeändert. Die Zutaten sind die gleichen, aber wir stellen uns daraus als erstes eine Gewürzgrundlage her. Den Anfang machen Chiliflocken und Ingwer-Knobi-Paste. Allerdings ist hier das Verhältnis von Knoblauch größer als bei der typischen indischen Ingwer-Knoblauchpaste, wo es meist 1:1 ist. Für dieses Gericht haben wir uns eine frische Paste hergestellt im Verhältnis 3:2. Gebt sie zu den Chiliflocken und lasst sie kurz anbraten, bis sie nicht mehr roh riecht. Dann kommt der Pfeffer dazu. Eine ganz typische koreanische Zutat ist die Gochujang-Paste. Gochujang ist eine koreanische Chili-Paste, die für ihre tiefe, würzige und leicht süße Geschmacksnote bekannt ist. Die Herstellung von Gochujang beinhaltet fermentierte Sojabohnen, fermentierten Klebereis, rotes Chilipulver und verschiedene Zutaten je nach traditionellen Rezepten. Die traditionelle Methode zur Herstellung von Gochujang erfordert Zeit und Geduld, um den gewünschten Geschmack und die Konsistenz zu erreichen. Deshalb haben wir uns noch nicht dran getraut, die Paste selbst herzustellen. Stattdessen haben wir uns eine geholt. Die Paste hält sich ewig und damit lassen sich noch ganz viele andere leckere Rezepte kochen, wie zum Beispiel Bibimbap oder Korean Fried Chicken. Wir haben uns damit letztes Mal sogar eine Bolognese-Soße gekocht. Wenn ihr also gerne mit neuen Geschmacksprofilen experimentiert, dann lohnt sich auf jeden Fall die Anschaffung. Sobald die Gewürzgrundlage schön glänzt, geben wir das Huhn dazu und wenden es von allen Seiten. Als Flüssigkeit geben wir Wasser dazu, es braucht keine spezielle Brühe, weil der Geschmack sich durch das lange Köcheln entfaltet. Darin lasse ich das Huhn erstmal 10 Minuten köcheln. Ich habe ja gesagt, es ist ein super simples Gericht. Das Hühnchen kann jetzt erstmal 10 Minuten köcheln, während der Zeit kann ich schon mal den Reis aufsetzen und hier ein bisschen Klarschiff in der Küche machen. Bei der Recherche für das Gericht habe ich gelesen, dass Dakdoritang ursprünglich eher ein einfaches Leuteessen aus dem Südwesten Koreas war. Zu seiner heutigen Popularität ist es scheinbar in den 50ern gekommen, zu Zeiten des Koreakriegs. Die US-Truppen probierten das traditionelle Gericht und es hat ihnen so gut geschmeckt, dass sie es sogar noch schärfer zubereitet haben wollten. Dakdoritang ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein bescheidenes traditionelles Gericht zu einer richtigen Spezialität mit einer interessanten Geschichte wurde. Heute hat das Gericht einen festen Platz in ganz Korea. Probieren wir mal. Das riecht schon mega gut. Braucht kein Salz mehr. Schmeckt sehr gut, definitiv sehr scharf. Es ist ein etwas flüssigerer Stew, also ein flüssigerer Eintopf. Ihr könnt, je nachdem, welche Konsistenz ihr mögt, das jetzt einfach noch ein bisschen einköcheln lassen. Und das war's auch schon. Na, habe ich euch zu viel versprochen? Viel einfacher geht's fast gar nicht. Garniert das Dakdoritang mit Frühlingszwiebel und geröstetem Sesam. Dazu reicht man Reis. Dann könnt ihr dank der genialen Gochujang-Paste eine fulminante Soße voller Aroma genießen. Ein bisschen Reis, ja, die Soße. Süß, scharf, alles auf einmal. Absolut genial. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Video. Tschüss!